Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In der letzten Zeit gab es wohl auf ein paar Servern tatsächlich ein paar Probleme mit den Skippen von legendären Edelsteinen, beziehungsweise wurden anscheinend wohl die neuen Items, die jetzt mit dem neuen LD rauskamen, nicht in die Fundchance für legendäre Edelsteine mit einbezogen. Und ich hatte mich nochmal auf EU14 eingeloggt gehabt, um mal zu gucken, was da jetzt an Fortschritt momentan gerade so herrscht. Und für die neueren Servern, sag ich mal, für die neueren Server ist ja der jetzige LD auch der erste LD gewesen, somit auch die erste Möglichkeit, um legendäre Edelsteine überhaupt zu finden. Und dann kam mir halt diese Meldung hier entgegen. Ja, dann hatte ich nochmal im Discord-Server geschaut, weil an mir ging das tatsächlich komplett vorbei, muss ich leider sagen. Sonst hätte ich euch da auch frühzeitig gewarnt. Aber wie gesagt, ich habe es leider überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und da wurde das Ganze dann hier nochmal aufgefasst im Discord am 31.08. hier von Acclamator hier, dass es wohl anscheinend den Anschein macht, dass dass momentan die neuen Items nicht für die Drop-Chance da hinzu zählt. Dann wurde das Ganze hier gecheckt und anscheinend auch bestätigt. Und dann kamen dann halt danach dann erst die Fixes dann. Und das war wohl für den Server EU10, 11, 13 und 14 der Fall. Also die etwas neueren Server. Warum jetzt da jetzt 12 hier zum Beispiel nicht dabei ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. We are investigating the issues right now. Ne? Also hier wurde das Ganze noch... war das Ganze im Prozess noch gewesen am 2.9. Genau, und dann am 4. kam dann nochmal eine neue Meldung. Seems like we have similar issues again for EU10. Da kam dann wahrscheinlich nochmal derselbe Fehler auf. Ne? Und genau, am 4. wurde dann hier noch weiter dran gearbeitet. Und jetzt kam gestern am Donnerstag, also am 5. die Meldung, dass es quasi eine Entschädigung gibt für die Leute, die halt eben, ohne das Wissen, dass es momentan gerade wohl ein Fehler ist, dass die neuen Sachen nicht dazu führen zur Drop-Chance, weil wie gesagt, auf den neueren Servern, da gibt es ja noch überhaupt noch gar keine legendären Gegenstände. Das heißt, jetzt mit dem ersten Set, wenn man die ersten Legis hat, und sagen wir mal, wir haben jetzt das komplette 12er-Set voll, so, dann hat man schon eine gewisse Chance, die zu finden, aber die haben wohl anscheinend gar nicht dazu getragen und das ist dann halt relativ schnell aufgefallen für die ersten Leute, die dann halt eben Skips gemacht haben, in der Mine skippen, ne, nach Leggy-Stein und dann kommen halt einfach keine und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und dafür gab es jetzt halt eine Entschädigung, so wie es aussieht. Wir möchten uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten in Bezug auf den Fehler, der das Finden von legendären Edelsteinen in der Mine verhinderte, entschuldigen. Im Laufe des heutigen Donnerstags, den 5., also gestern, erhältst du eine Ingame-Nachricht mit legendären Edelsteinen als Entschädigung, falls du von den kürzlichen Problemen betroffen warst. Für jeweils 10 Skips, die du während des Bestehen des Problems getätigt hast, wird dir ein legendärer Edelstein gutgeschrieben. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn jetzt Leute zum Beispiel wirklich sehr viel geskippt haben, weil am Anfang sind die Edelstein-Minen-Skips natürlich noch nicht allzu teuer. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, habe ich auf irgendeinem Server hier noch eine Mine zum Anfang noch hier relativ aus... Ja, hier zum Beispiel, ne, so soll es ja zum Anfang aussehen, wenn ihr auf einem neuen Server startet, dass ihr die Mine auf 1 lasst, dass die Skips noch nicht so teuer sind. Und wenn ihr halt hier einen Skip macht, dann kostet der momentan 4 Pilze. Ja, also für einen legendären, für einen Stein insgesamt so. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel 10 Skips macht, ne, dann würde man jetzt als Entschädigung einen legendären Edelsteine erhalten. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da draußen einige gibt, die bestimmt sehr, sehr viele Skips gemacht haben. Deswegen würde mich mal interessieren, für die Leute, die davon betroffen sind, wie das Ganze gut geschrieben werden soll, weil das Ganze, das Inventar, auch gerade jetzt zum Serverstart, ist ja nur begrenzt verfügbar. Und wenn jetzt zum Beispiel Leute irgendwie, keine Ahnung, 100-fach geskippt haben oder so, ja, dass da überhaupt dann der Inventarplatz ausreicht für die ganzen legendären Edelsteine. Also ist natürlich wieder mal sehr ärgerlich, dass sowas überhaupt aufgetreten ist. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite
weiß ich nicht, finde ich eigentlich die Entschädigung einigermaßen okay, sag ich mal. Wenn man jetzt mal betrachtet, dass man maximal 12 Items jetzt auf einem neuen Server haben kann, da ist die Fundchance natürlich noch nicht allzu hoch, dass man jetzt relativ schnell legendäre Steine bekommt. Ja? Und wenn man jetzt so 10 Steine skippt, würde ich mal, wenn man jetzt alle 10 Steine einen Leggy-Stein bekommt, mit 12, wenn man jetzt wirklich 12 Items gehabt hätte, in dem Fall von 114, würde ich sagen, ist sogar noch relativ hoch. Also ich würde jetzt mal schätzen, das ist aber jetzt wirklich nur eine Schätzung von mir, dass man wahrscheinlich mehr als 10 Skips braucht, um einen legendären Stein zu bekommen. Wenn man wirklich nur 12 von 114 Items gefunden hat, weil teilweise ist es so auf meinen Servern, wo ich jetzt zum Beispiel spiele, wo ich mein komplettes Set vervollständigt habe, dass, gut, hier habe ich es noch nicht ganz vervollständigt, aber auf den anderen Servern, dass wenn ich hier nach legendären Edelsteinen skippe, und da habe ich ja mit eigentlich die höchste Chance, sag ich mal so, die man so haben kann, dass dort auch nicht alle 10 Skips irgendwie ein legendärer Edelstein kommt. Deswegen würde ich sagen, mit der geringen Fundchance, die man hat, mit 12 von 114 Items, sind alle 10 Skips, denke ich mal, gerechtfertigt, eventuell sogar noch ein bisschen über dem Schnitt. Aber wie gesagt, mich würde mal interessieren, wie sie das jetzt machen wollen mit dem begrenzten Inventarplatz. Also ich bin davon halt nicht betroffen, weil ich habe halt nicht geskippt auf den neuen Servern, weil ich auf den neuen Servern jetzt halt auch nicht mehr aktiv spiele. Und demzufolge kann ich es jetzt halt auch nicht sagen. Aber diejenigen, die davon betroffen sind, die sollen anscheinend eine Mail im Postfach bekommen haben mit den Steinen, die sie halt eben dort abholen können. Vielleicht kann man die nacheinander abholen oder so. Wie gesagt, das weiß ich halt nicht. Aber gerade zum Anfang hat man ja noch begrenzten Inventarplatz. Und ich kann mir vorstellen, dass dort einige sehr viele Pilze investiert haben in diese Steinskips, um halt eben nach legendären Steinen zu suchen und die dann halt einfach nicht gekommen sind. So, ne? Und deswegen kamen wahrscheinlich die ersten Spieler da auch relativ schnell drauf, dass dort irgendwie das Ganze fehlerhaft sein muss, weil dann nach was weiß ich wie vielen hunderten Skips dann halt einfach kein Leggy-Stein kommt und das ist dann vielleicht schon ein bisschen ungewöhnlich, sag ich mal. Ne? Und wenn das nicht nur einem Spieler passiert, sondern mehreren, dann sorgt das natürlich dafür, dass man solche Thesen halt aufstellt und im Prinzip hat sich das Ganze halt eben dann nun auch bestätigt. Ja? Also da auf jeden Fall an die Spieler, die davon betroffen sind, gibt es jetzt auf jeden Fall in dem Ingame-Postfach eine Entschädigung. Ne? Tut mir natürlich leid, dass ich da jetzt auch nicht schneller von Bescheid gewusst habe. Jetzt erst seitdem, ich wollte eigentlich, wie gesagt, schauen, was hier jetzt der EU14-Server macht, wie viele Leute hier jetzt registriert sind drauf. Und dann kam mir halt diese Meldung entgegen und dann hatte ich dann halt gesehen, oh, okay, da scheint es ja wohl irgendwie Probleme zu geben auf den neueren Servern. Und dann hatte ich dann halt eben mich erst dann in diese Thematik so ein bisschen im Nachhinein reingelesen. Ne? Also für Leute, die da jetzt schon reingepilzt haben, ist das natürlich sehr schade. Aber ich hoffe mal, dass zumindest mit dieser Entschädigung da ein bisschen was dran gut gemacht worden ist. Ne? Ja, aber ich frage mich immer wieder, wie sowas entstehen kann. Ne? Also es ist ja jetzt nun auch nicht der erste Legendary Dungeon, der jetzt neu rauskam und ist ja jetzt auch nicht der erste Server, ne, der jetzt da irgendwie mit bei rumkam und es sind ja auch nur spezifische Server betroffen, auch nicht alle so, EU10, 11, 12 fehlt zum Beispiel, dann 13, 14. Ja, ich weiß nicht, ob auf EU9, ob es da schon einen Legendary Dungeon gab, weil dann wären die könnten das zum Beispiel gar nicht rausfiltern vom Gefühl her, weil die ja schon ein Set mit Leggy-Items haben und wenn jetzt das neue Set dazu kommt, dann würden die zum Beispiel auf EU9, ich weiß jetzt nicht, wo jetzt der letzte LD, auf welchen Server der als erstes da rauskam, die könnten ja zum Beispiel gar nicht unterscheiden, ob jetzt die Drop-Chance großartig höher geworden ist oder nicht, weil so oder so sind ja im Sammelalbum die Chancen noch relativ low, wenn ihr jetzt ein komplettes Set habt. Ne? Und wenn ihr jetzt ein zweites dazu habt, dann habt ihr halt trotzdem vielleicht, sagen wir mal,
keine Ahnung, 25 von 114, das ist immer noch eine sehr geringe Chance, einen Lecci-Stein zu finden. Und dann könnte man zum Beispiel gar nicht unterscheiden, ob dann die Chancen sich jetzt nun erhöht haben oder nicht. Ne? Ja, deswegen natürlich ziemlich problematisch das Ganze. Ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich da euch über das Thema dann doch, auch wenn es jetzt an mir vorbeigegangen ist, im Nachhinein trotzdem drüber Bescheid sagen, dass es hier für die Leute, die betroffen sind und jetzt vielleicht aufgehört haben oder so, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass es dort auf jeden Fall zumindest eine kleine Entschädigung gab. Ne? Da, ja, das ja ein Geschehen ist, was jetzt nun ein bisschen ungewöhnlich ist, wollte ich darüber halt auch nochmal zumindest einmal berichtet haben. Ne? Ja, so sieht das Ganze aus. Ne? Ja, wie gesagt, ich hatte halt auf EU14 jetzt eben auch nicht mehr gespielt gehabt, seitdem der gelauncht ist. Das war ja der Doppel-Launch gewesen mit dem AM-Server. Hier hatte ich noch ein bisschen länger mein Augenmerk drauf gehabt. Und ja, hier scheint es aber nicht, also hier scheint der Server nicht davon betroffen zu sein, auch wenn es ein neuer Server ist. Es sind wohl nur wirklich die EU-Server, die da problematisch dran sind. Ja, obwohl das ja auch hier ein neuer Server ist mit ja, einem neuen LD, wo noch vorher keiner drauf gewesen ist. Also ja, spezifisch auf jeden Fall, sehr spezifisch diese Problemchen. Aber ja, hoffen wir mal, dass das jetzt auch das erste und das letzte Mal gewesen ist. Ne? Und daraus dann jetzt irgendwie fürs nächste Mal, dann weiß ich nicht, gelernt wird. Ich weiß halt immer nicht, wie solche Fehler entstehen und ob man daraus Schlüsse ziehen kann, wo halt eben diese Probleme lagen, sodass man die dann in der Zukunft ausschließen kann. Ne? Aber das wäre natürlich ganz schön, wenn das dementsprechend nicht mehr vorkommt. Okay, Freunde, ansonsten soll es das für heute erstmal soweit gewesen sein. Ich entlasse euch ins Wochenende, ja. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.